Weiter geht's mit scharfer Zunge und Humor, entlarvt Herr Brandner die Fehler der politischen Elite und ruft Neuanfang auf. Ist Thüringen bereit? Mann und steht eure Frau, also wir wissen, was das heißt, mit schlechtem Wetter umzugehen und auch mit Gegenwind umzugehen. Problem ist natürlich, wenn man den Regenschirm halten muss, kann man nicht mehr klatschen. Was mache ich jetzt? Ich rede einfach so, dass ihr nicht mehr klatschen könnt, oder? Oder nicht mehr klatschen müsst. Also, wir machen's kurz. FDP könnt ihr vergessen. Die Grünen, die ja auch antreten, da braucht man auch nicht viel mehr als eine Lupe, um zu schauen, was die Grünen auf die Kette bekommen haben im Bund, in den Ländern. Ein permanentes Versagen, Personaltableau unter aller Sau. Die Grünen sind also unwählbar, das wissen die Menschen in den neuen Bundesländern besser als die in den alten Bundesländern. SPD hatte ich erwähnt. Seit 20 Jahren regiert die SPD, oder 20 Jahre hat die SPD in Thüringen mitregiert, die letzten 15 Jahre gemeinsam mit anderen. Was ist davon übergeblieben? Nichts. Wir haben also eine zerrüttete innere Sicherheit auch in Thüringen. Krüppelmeier hatte ich erwähnt und den SPD fällt nichts anderes ein, als jetzt flächendeckend 500 € für Grundrentner als Weihnachtsgeld zu versprechen oder eine Mindestlohnerhöhung zu plakatieren, für die Thüringen genauso wenig zuständig ist. Lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, das ist Wählerverarschung, Wählerbestechung, versuchte Wählerbestechung par excellence. Ich gehe hundertprozentig davon aus, dass nicht ein einziger Bürger in Thüringen jemals diese 500 € Weihnachtsgeld bekommen wird, egal wie die SPD bei der Landtagswahl abschneidet. Also da lasst euch nicht auf den falschen Weg führen. Und die SPD sollte mal ins Strafgesetzbuch schauen. Danach ist Wählerbestechung eine Straftat. Wen haben wir noch? Wir haben die Linke. Ja, die Linke, die Bodos sozialistische Resterampe, inzwischen zellgeteilt in zwei Resterampen, Bodos Resterampe und Sarahs Resterampe. Die haben sich so ein bisschen kannibalisiert untereinander. Sarah Wagenknecht genießt ja in unseren Reihen ab und zu mal so einen ganz guten Ruf, vor allem bei Männern mittleren Alters, die sagen, Mensch, die sieht aber gut aus, die muss ich wählen. Leute, lasst euch auch da nicht verarschen. Das ist eine knallharte Sozialistin, eine knallharte Kommunistin, die 30 Jahre in der unter wechselndem Namen existierenden SED, PDS, Linke aktiv da vorne war. Die Linke war eh nicht links genug. Sie hat eine kommunistische Plattform gegründet. Was die will, ist Sozialismus pur, und was sie noch will, ist regieren um jeden Preis. Das ist eine Jobbeschaffungsmaschine für Linke, die bei den ursprünglichen Linken unzufrieden waren, nicht mehr hochgekommen sind oder jedenfalls nicht mehr oben bleiben konnten. Auch das eine Verarsche sondergleichen. Und ich vermute mal, dass noch mehr dahinter steckt. Nachdem es nicht geklappt hat, die AfD klein zu halten über den sogenannten Verfassungsschutz, nachdem es nicht geklappt hat, die AfD klein zu halten über angedichtete Skandale mit chinesischen Geheimdienstmitarbeitern und Schwarzgeldern bei Peter Büston, ist es vielleicht dem einen oder anderen, vielleicht auch in den Verfassungsschutzämtern in den Sinn gekommen, wir machen doch mal eine Konkurrenzpartei und versuchen das mal auf die Art und Weise. Auch das hat noch nicht so gut geklappt, aber ich vermute da auch Tieferes dahinter. Deshalb Finger weg von allen diesen Alternativen, die sich zur Alternative in Deutschland aufgebaut haben. Das wisst ihr alles selber. Jetzt haben wir noch den letzten großen Brocken. Das ist Dr. ist er, ne? Oder Mario Vogt. Mal gucken, wie lange noch? Habt ihr sowas gelesen? Ja. Ja, auch er ein durch und durch Berufspolitiker, wenn man seine Vita mal liest. Also ich habe da nichts entdeckt, wo er jemals gescheit im Sinne von Arbeiten gearbeitet hätte. Also auch so ein Machtschattengesetz von Merkels Gnaden oder von wem auch immer, der den Umfragen nach dem Munde redet und sich nicht entblödet, jetzt zu plakatieren, keine illegale Migration. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen als CDUler, ja, der also mit seiner Partei und der CSU zusammen, die ja gerne auch die Backen aufbläst, jahrelang, seit 2015, spätestens seit der unterlassenen Grenzschließung oder der Grenzöffnung, nichts unversucht zu lassen, um illegale Migration zu erleichtern. Es seitdem geschafft zu haben, dass Millionen Menschen illegal in das Land gekommen sind, es geschafft zu haben, diese Gesellschaft zu spalten, es geschafft zu haben, die innere Sicherheit zu ruinieren, es geschafft zu halten, die Staatskassen zu plündern mit jährlichen Kosten von 50, 60, 70 Milliarden Euro, was sich inzwischen auf 1 Billion Euro für diesen Multikulti-Wahn addieren darf. Auf der anderen Seite habe ich explodierende Kriminalität
gerade auf Seiten der Ausländer, auf Seiten der Zugewanderten, auf Seiten der illegal sich hier befindlichen, zu denen den Altparteien nichts mehr einfällt, außer diesem, was heute hier gilt, Messerverbot, oder? Wurde doch vorhin vorgelesen, hier keine Messer mitführen. Nancy Faeser, ja, die, wer kennt noch Raumschiff Enterprise? Kennt das noch jemand von euch? Ja. Kennt ihr noch den Phaser? Ja. Das war diese Faustfeuerwaffe da von dem Captain Kirk, ne? So, also Nancy Faeser, unsere Faustfeuerwaffe gegen rechts, nennen wir sie mal, die also nichts anderes auf ihrem Bildschirm hat, als gegen rechts zu kämpfen und alles andere vernachlässigt, was Islamismus, was Ausländerkriminalität angeht, kommt jetzt daher und sagt, wir kriegen diese Messerkriminalität, die offensichtlich seit 2015 explodiert, nur dadurch in den Griff, dass wir das Waffengesetz verschärfen. Da sage ich immer, liebe Frau Faeser, kein einziges Messer in der Weltgeschichte wird jemals einen Menschen umgebracht haben. Es waren immer die Menschen, die diese Messer missbraucht haben und eingesetzt haben gegen andere Menschen, um die anzugreifen, um die abzustechen, um die zu ermorden. Das heißt, ein Messerverbot bringt überhaupt nichts. Wir müssen an diejenigen ran, die die Messer missbrauchen. Und das sind die Illegalen, die hier sind. Das sind die Zugewanderten, die hier sind in ganz großem Ausmaße. So wird die innere Sicherheit in Deutschland umgesetzt und nicht anders. 10 Minuten noch, dann kommt die Sonne wieder raus. Glaube ich so. So, dann stellt sich die CDU irgendwie hin und sagt, Ramelow muss weg. Da sind wir uns also mit der CDU auch so ein bisschen einig, muss ich sagen. Aber man muss natürlich auch sagen, liebe CDU, Ramelow war weg. Stichwort Kemmerich. Und Ramelow ist wieder da. Und warum ist er denn da? Ja, wegen euch von der CDU. Ja, hättet ihr einfach da nicht mitgemacht, wäre Ramelow schon seit einigen Jahren Geschichte. Also auch da an den Symptomen jetzt so ein bisschen herumzukritisieren, obwohl man die Ursachen selber geschaffen hat, genau wie bei der Migration. Das ist so typisch CDU. Die CDU ist in den letzten 10 Jahren eine Truppe von politischen Vollversagern, die eigentlich nur noch durch die Gegend rennen und sich für ihre falschen Entscheidungen entschuldigen und sagen, ja, da wurden Fehler gemacht. Bei der Zuwanderung, bei der Asylpolitik, ja, da wurden Fehler gemacht. Frau Merkel war sozusagen alleine schuld. Dafür gab es dann noch den zweithöchsten Orden, Bundesverdienstkreuz mit Schwertern, Eichenlaub, Lametta, was da alles dran hing, hat man vorher Merkel noch irgendwo dran geheftet und sie dann in die Ecke gestellt. Aber es war ja nicht Merkel alleine, es waren Merkel und hunderttausende CDU-Mitglieder und tausende CDUler, Funktionäre in den Landtagen und im Bundestag, die alles mitgetragen haben, wo nicht der Hauch einer Kritik zu vernehmen war. Und jetzt zu sagen, auch bei der letzten Debatte vorgestern hier im MDR mit Björn Höcke, ja, was macht denn euer Sesselmann, Landrat Sesselmann in Sonneberg, der ist ja nicht mehr in der Lage, Arbeitspflicht einzuführen für Asylanten. Wo ist denn eure Lösung? Da sage ich, wir bräuchten über Lösungen gar nicht zu reden, wenn die AfD regiert hätte in den letzten Jahren. Das Problem gibt es überhaupt nicht. Ja? Und das Problem löst man auch nicht dadurch, dass man ein paar Dutzend Flüchtlinge, Asylbewerber oder wie man sie nennen will, in so Scheinarbeitsverhältnisse packt, in der Hoffnung, dass viele den Landkreis verlassen. Das war dann der Erfolg. Sie waren ja nicht weg, sie waren nur woanders dadurch. Das ist so diese Verdrängungspolitik. Ja? Also so löse ich doch das Asylproblem in Deutschland nicht, indem ich sage, ich bringe die in gemeinnützige Arbeit, wobei mir einige Funktionsträger erzählt haben, dass es gelegentlich so abläuft, dass dann da die vermeintlich Arbeitswilligen aufschlagen, die werden eingekleidet, die kriegen ihre Arbeitskleidung und kriegen ihre Arbeitsmaterialien mitgegeben und am nächsten Tag sind sie nicht mehr da. Dann sind also nicht nur die Arbeitspflichtigen nicht mehr da, sondern die Arbeitskleidung weg und das Arbeitsmaterial weg. So scheint das auch gelegentlich zu laufen, wie mir berichtet würde. Also eine völlige Sackgasse, man kann es versuchen, genau wie man diese Bezahlkarte versuchen kann, aber auch da wurde mir berichtet von Damen, die an Kassen sitzen, beispielsweise in Drogeriemärkten, dass man mit dieser Bezahlkarte Bargeld abheben kann. Also völliger Irrsinn, was da versucht wird, an den Symptomen herumzudoktern. Jörg hat's prophetisch von hier vorne schon gesagt, das Einzige, was hilft, ist ganz radikale Kontrolle unserer Grenzen und ein Aufräumen hier in unserem Land, zu schauen, wer hat hier was verloren. Das sind ungefähr 300.000, knapp 300.000, die abschiebepflichtig sind, die trotzdem durchgefüttert werden und da nimmt uns auch gar keiner ernst. Weil welcher Wirt würde einen Gast seines Gasthauses verweisen, aber sagen, du kannst so lange bleiben, wie du willst und so lange, wie du da bist, gibt es auch noch Freibier. Keiner würde das sowas machen als Wirt und kein Gast würde gehen. Aber genauso sieht die deutsche
Arbeit im Migrationsbereich aus. Die CDU hat überall versagt. Migration, ich habe es erwähnt, Klimahysterie, die Wurzeln sind auch in der Merkel-Ära. Wir haben den Ausstieg aus der Kernenergie, das Runterwirtschaften unserer Währung, die ruinierte Wirtschaft, die ruinierte Bundeswehr, das Gebäudeenergiegesetz, gegen das ja die CDU angeblich so ist. Ja, sie wollen es ein paar Jahre später einführen. Die sind nicht dagegen, die machen das Gleiche mit. Wir haben das Verbrenner aus, wo hier Mario Vogt durch die Gegend zieht und sagt, wir sind dagegen. Nee, im Europäischen Parlament, da sind sie dafür. Also sie reden da mit gespaltener Zunge, eine Partei, die man nicht ansatzweise vertrauen kann, die bestenfalls in den Parlamenten in der Opposition aufgehoben ist, aber weiß Gott, nicht in irgendeiner Regierung. Cannabisgesetz, auch so ein Ding. Karl Lauterbach. Karl Lauterbach kennt ihr auch, oder? Was würdet ihr zu dem Verdacht sagen, dass man sagt, Karl Lauterbach war so scharf auf die Cannabis-Legalisierung, weil er sich selbst so ein bisschen entkriminalisieren wollte? Ist der Ansatz vertretbar? Ja, oder? Ja. Ich vermute auch, da ist was dran. Auf der anderen Seite ist das vielleicht ein Aspekt gewesen. Der andere war dann ein bekifftes Volk, regiert sich besser, also auch ein völliger falscher Weg, der da eingeschlagen wurde, unterstützt quasi von der CDU, die offiziell dagegen war, im Bundesrat es aber nicht verhindert hat. Ne? Dieses unsägliche Geschlechterwahlgesetz, genau das Gleiche, auch da kein nennenswerter Widerstand der CDU, CSU im Bundesrat haben sie es auch passieren lassen. Wie ehrlich, auf der anderen Seite die Alternative für Deutschland, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wenn man uns hätte machen lassen in den letzten 10 Jahren, unser Land stünde wesentlich besser da, mit wesentlich weniger Problemen. Wir hätten eine stabile Währung, eine ordnungsgemäße, eine stabile Energieversorgung. Der demografische Wandel wäre langsam, das kriegt man natürlich nicht so schnell hin, der Absturz, sage ich mal, wäre gebremst worden, die andere Richtung eingeschlagen worden. Wir hätten eine vernünftige Bildungspolitik hinbekommen. Der Fachkräftemangel, den hätten wir begonnen, alleine aus unseren Kräften zu bekämpfen und nicht dadurch zu bekämpfen, dass wir Millionen Menschen wahllos ins Land lassen, in der Hoffnung, die eine oder andere Fachkraft ist dabei. Und selbst wenn die dann dabei wäre, was machen wir denn da? Wir nehmen die Fachkräfte den Ländern weg, die die Fachkräfte möglicherweise noch dringender brauchen als wir selber. Und schaffen damit dann, und das werden uns dann die nächsten Generationen aufs Brot schmieren, die Fluchtursachen von morgen auf übermorgen, indem wir in einer Art und Weise, wie das früher die Kolonialisten gemacht haben, die haben Baumwolle und Kakao aus den Kolonien geholt, wir sozusagen heute aus Ländern, die es dringend notwendiger haben, holen heute die Fachkräfte, wir machen da nichts anderes. Das ist Neokolonialismus und Leben zu Lasten anderer. Das ist einfach unanständig zu sagen, wir lösen unseren Fachkräftemangel hier in Deutschland dadurch, dass wir Menschen aus aller Welt einfliegen, die dann sowieso nicht zu uns kommen, Jörg hat es ausgeführt, sondern in Länder gehen, wo sie besser aufgehoben sind. So, weil wir so eine vernünftige Partei sind, hassen uns die anderen. Natürlich, und das hat mit normalen politischen Wettbewerb nichts zu tun, wo man natürlich gegeneinander antritt und dann setzt sich die bessere Meinung nach der Debatte durch. Bei uns wird versucht mit wechselweisen Angriffen, erst waren wir die ganz rechten Nationalisten, dann waren wir die Vaterlandsverräter. Und was uns nicht alles schon angedichtet wurde, Verfassungsschutz, der sogenannte Verfassungsschutz wird auf uns gehetzt. Wir werden ausgegrenzt, die Medien, zumindest in diesem Punkt gleichgeschaltet, gegen uns agitatorisch tätig seit vielen, vielen Jahren, aber es verfängt nicht mehr. Und das sieht man auch daran, dass ihr bei strömenden Regen ausgeharrt habt auf dieser schönen grünen Wiese. Ich will euch jetzt nicht länger nass werden lassen von oben. Finde toll, dass die Veranstaltung hier auf die Beine gestellt wurde und hoffe, dass wir in den letzten 14 Tagen nochmal Vollgas geben, damit wir dann in Thüringen und den neuen Bundesländern mit Ausstrahlwirkung auf die Bundesrepublik Deutschland überhaupt beweisen können. Der Osten hat es gemacht. Am 1. September ist die Chance da, in Thüringen oder, das und wäre natürlich lieber, in Sachsen Ministerpräsidenten zu stellen. Der MDR als Mitteldeutscher Rundfunk wäre damit passé. Rundfunkstaatsverträge, Rundfunkmedienstaatsverträge gekündigt. Ein Problemchen weniger in Deutschland. Man kann richtig regieren, wenn man richtig regieren möchte. Auch zum Wohle Thüringens, auch zum Wohle Deutschlands. Aber leider sieht es so aus, als wenn das zurzeit nur die Alternative für Deutschland hinbekommen würde. Vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch einen schönen Samstag noch hier in Elrich und ein schönes Wochenende und noch schöne 2 Wochen Wahlkampf auf den Straßen, Wegen und Plätzen des Landkreises, der Städte und unseres Freistaats. Dankeschön. Danke.
dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Wenn euch der Inhalt gefallen hat, lasst uns ein Gefällt mir da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine neuen Updates zu verpassen. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare. Schreibt uns, was ihr denkt oder wenn ihr Fragen habt. Eure Meinung ist uns wichtig. Bis zum nächsten Mal und bleibt gespannt auf weitere spannende Inhalte.